Interessierst auch du dich für den amerikanischen Trust als eine Alternative zur europäischen Stiftung, wenn es zum Beispiel um Plan B, Vermögensschutz und Nachlassplanung geht? In diesem Video werde ich dir alles erklären, was du zum amerikanischen Trust wissen musst und warum er für die meisten Deutschen nicht funktioniert, aber möglicherweise eine Alternative ist, wenn du an eine Auswanderung denkst. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Das Thema Vermögensschutz, Trusts, Nachlassplanung, Stiftung etc. ist natürlich auch immer wichtig bei unseren Seminaren. Erst vor kurzem haben wir wieder unser Seminar, das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B in Zürich, abgehalten. Es waren fast 50 Teilnehmer dort und wir haben genau solche Themen besprochen. Das Seminar findet laufend statt. Wenn das auch dich interessiert und diese Themen für dich relevant sind, Zweitpässe, Steueroptimierung im Ausland, Auswandern, wie reagiert man auf die geopolitischen Herausforderungen? Dann empfehle ich dir mal unsere Webseite dazu anzuschauen, denn der EU-Überwachungsstaat betrifft uns ja alle. Und wie man diesem genau entkommt, wird natürlich gerade für Leistungsträger immer wichtiger. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, die nächsten Termine ebenso. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema, der amerikanische Trust, oder man kann generell sagen Trust. Das muss jetzt gar nicht unbedingt der amerikanische Trust sein. Wir werden jetzt uns zwar hier auf den amerikanischen Trust fokussieren. Aber natürlich gibt es ja Trusts in der gesamten angelsächsischen Welt. Und was ich jetzt hier sage zum amerikanischen Trust, lässt sich in gewisser Weise auch für andere Trusts so definieren und zum Teil sogar auch, ehrlich gesagt, für nicht-europäische Stiftungen, wie zum Beispiel eine Stiftung in Panama. Bevor ich dir die Vorteile erkläre und wie ein amerikanischer Trust genau funktioniert, möchte ich schon gleich als erstes sagen, dass der Trust im Grunde genommen für dich nicht geeignet ist, wenn du in Deutschland lebst oder auch in Österreich, beziehungsweise wenn deine Begünstigten oder deine Erben in Österreich und Deutschland leben oder in einem anderen europäischen Land, beziehungsweise wenn sich dort in Deutschland oder Europa belegenes Vermögen befindet. Das kann man nicht so absolut sagen, aber das ist vereinfacht gesagt tatsächlich so die Realität. Das heißt, was ich jetzt hier sage, und ich werde die Vorteile und die Funktionsseite des Trusts später erklären, das funktioniert im Grunde nur dann, wenn du ausgewandert bist, wenn auch deine Erben bzw. deine Begünstigten ausgewandert sind und es auch um Vermögen geht, das sich nicht mehr in Deutschland befindet, zum Beispiel keine deutschen Immobilien, wobei das man unter Umständen noch am einfachsten mit einbauen kann. Und warum ist das so? Warum sind Trusts so schwer tatsächlich in Deutschland rechtssicher und auch ganz praktikabel einzusetzen? Nun, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass der Trust ja ein angelsächsisches Gebilde ist und schlicht und ergreifend in Europa rechtlich, gesetzlich nicht veranlagt ist. Es gibt keine Trust-Gesetzgebung in Deutschland. In manchen europäischen Ländern gibt es sie übrigens tatsächlich, zum Beispiel in Italien oder auch Liechtenstein. Aber eben gerade in Deutschland und Österreich gibt es keinen Trust. Und somit kann man im Grunde den Nachlass auch hier nicht rechtskonform mit einem solchen Trust regeln, beziehungsweise eben man kann das nicht sehr einfach tun. Natürlich gibt es mittlerweile Gerichtsurteile in Deutschland, wie ein solcher Trust zu handhaben ist, denn es gibt ja tatsächlich Fälle, vor denen sich dann die Gerichte nicht verschließen können. Denken wir zum Beispiel an einen Fall wie den, der relativ häufig ist. Ein Deutscher zieht in die USA um, wird amerikanischer Staatsbürger, strukturiert dann sein Vermögen mit Trusts, aber die Erben leben weiterhin in Deutschland. Da muss man zwangsläufig entscheiden, wie zum Beispiel steuerliche Gegebenheiten in so einem Trust dann geregelt werden. Und da müssen dann natürlich deutsche Gerichte mühsam sich dazu durchringen und eine Entscheidung treffen. Das kann tatsächlich jahrelang dauern und meistens sind eben die Ergebnisse zu Ungunsten der Begünstigten, der Erben, wie wir gleich noch sehen werden. Also das heißt, man hat hier im Grunde genommen keine Planungssicherheit. Ein weiterer Grund ist, dass es in Deutschland gerade extrem wenige Experten gibt, die sich mit dem Thema Trusts wirklich auskennen. Ich würde sagen, es gibt vielleicht 5 oder so. Also 5, die jetzt sagen könnten, sie können solche Trusts hier korrekt strukturieren im Hinblick auf die deutsche Gesetzgebung. Ich habe mir mal eine Webseite eines solchen Experten angeschaut und der hat gesagt, eigentlich ist das ganz einfach. Der amerikanische Trust ist ja extrem flexibel. Man kann den amerikanischen Trust so aufbauen, dass er im Grunde genommen einer deutschen Stiftung gleicht. Und dann lässt sich das natürlich auch in Deutschland rechtskonform einsetzen, möglicherweise. Aber wie gesagt, wenn du niemanden hast, der den Trust genauso aufbauen kann, die amerikanischen Anwälte haben ja davon absolut keine Ahnung, die kennen ja das deutsche Recht nicht, die können sich gar nicht vorstellen, dass es einen Rechtsraum gibt, in dem Trusts im Grunde genommen nicht anerkannt sind. Sie können jetzt gar nicht hier denken in der Stiftungskategorie zum Beispiel und in den europäischen Ländern ist es gerade umgekehrt.
Das heißt, du wirst extreme Schwierigkeiten haben, hier jemanden zu finden, der dich vertreten und betreuen kann. Wir haben es auch schon bei Mandanten erlebt, bei sehr vermögenden Mandanten, die in den USA geerbt haben und die dann führende Kanzleien in Deutschland beauftragt haben, sie diesbezüglich beim Finanzamt zu vertreten. Und es hat nicht funktioniert, denn auch diese führenden großen Kanzleien in Deutschland waren nicht in der Lage, die Expertise aufzubringen, um sich dann mit diesem Thema rechtskonform auseinanderzusetzen. Ja, also das heißt, schon allein aus diesen Gründen solltest du auf jeden Fall von Trusts Abstand nehmen, wenn du in Deutschland wohnst, respektive deine Erben oder deine Begünstigten in Deutschland leben und auch bis zu einem gewissen Grad dein Vermögen sich in Deutschland befindet. Hier muss man dann tatsächlich auf die Stiftung zurückgreifen. Es gibt natürlich die Deutsche Familienstiftung mit all ihren Nachteilen. Es gibt die Liechtensteinische Stiftung, die hier passt, möglicherweise sogar eine Stiftung auf Malta. Das sind Konstruktionen, die EU-weit anerkannt sind, die auch in Deutschland anerkannt sind. Und gerade die Liechtensteinische Stiftung ist ja mittlerweile in Deutschland hervorragend akzeptiert, auch den Behörden. Aber du hast natürlich auch hier signifikante Nachteile, wie zum Beispiel hohe Kosten, ein Kontrollverlust, Transparenzregister, den automatischen Informationsaustausch. Und von diesen Dingen möchtest du ja möglicherweise genau Abstand nehmen. Nicht natürlich, um jetzt irgendwelche Steuern zu hinterziehen, aber vor dem Hintergrund, dass man sich ja vor der Übergriffigkeit des Staates, vor der Übergriffigkeit der EU schützen will, dass man gerade deswegen vielleicht eine solche Trust-Struktur etabliert, um eben zu verhindern, dass hier die EU, dass hier einzelne Staaten direkt reinschauen können in diese Struktur und dich dann möglicherweise de facto enteignen können über eine Vermögensteuer. Denn eins ist klar, wir wissen ja aus Vorschlägen, die gerade hier gemacht wurden auf OECD-Ebene, auf G20-Ebene, dass das Ziel wäre, bei einer Vermögenssteuer, bei einer weltweiten Vermögenssteuer, wie sie ja der verrückte Professor Gabriel Zuckmann zum Beispiel vorgeschlagen hat im Rahmen der G20-Präsidentschaft von Brasilien, dass bei einer solchen Familiensteuer eben auch Vermögen in Trusts und in Stiftungen dann von einer solchen Vermögensteuer betroffen worden wäre. Hier hat man freilich gesprochen von einer Reichensteuer, von einer Milliardärsteuer, aber du weißt ja, wie das ist. Da werden dann ganz schnell mal ein paar Nullen gestrichen in dem Gesetz und auf einmal betrifft es jeden, der vielleicht ein Vermögen von 1 Million oder mehr hat. Deswegen gibt es natürlich viele Gründe, einen Trust in eine Jurisdiktion zu etablieren, wo es keinen OECD-CRS gibt, wo es kein Transparenzregister gibt, so eben wie in den USA und wo natürlich diese Dinge auch komplett steuerfrei gestaltet werden können. Denn wenn du einen Trust in den USA hast, in dem sich kein US-Vermögen befindet und bei dem auch die Beteiligten keine US-Steuerzahler sind, dann ist der ganze Trust komplett außerhalb des amerikanischen Steuersystems. Und wenn du und deine Begünstigten dann eben auch noch in einem steuergünstigen Land leben, Länder, wie wir sie ja häufig beschreiben, Malta, Zypern, Dubai, Thailand, Philippinen oder was es da sonst noch so alles weltweit gibt, viele Länder Südamerikas, dann bist du eben hier komplett im steuerfreien Raum und das komplett legal. Aber wie gesagt, ich komme dann gleich nochmal auf diese Trust-Vorteile zu sprechen. Neben der rechtlichen Unsicherheit, die ich gerade eben besprochen habe, hat vor allen Dingen ein ausländischer Trust, ein amerikanischer Trust, aber auch Offshore-Trusts ganz brutale steuerliche negative Konsequenzen in Deutschland. Wir haben ja dazu schon mehrere Videos gemacht. Such mal gerne hier in unserem Kanal, dann wirst du sie finden. Der erste Nachteil ist natürlich, dass du bei Schenkungen an den Trust 30% Schenkungssteuer in Deutschland bezahlen musst. In Deutschland ist die Schenkungssteuer nicht nur eine Sache des Beschenkten, sondern wenn der Beschenkte nicht in Deutschland steuerpflichtig ist, dann muss der Schenkende diese Steuer bezahlen. Fairerweise muss man sagen, dass diese Schenkungssteuer auch in Liechtenstein anfällt. Dagegen läuft gerade eine Klage bei einem Finanzgericht. Wenn du an eine deutsche Stiftung schenkst, gibt es das sogenannte Steuerklassenprivileg. Das heißt, da richtet sich die Schenkungssteuer möglicherweise nach der Steuerklasse der Begünstigten, wenn diese in Deutschland steuerpflichtig sind. Also das ist einmal die eine steuerliche Konsequenz. Eine ganz schlimme Sache ist dann die sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung. Das passiert zum Beispiel immer wieder auch bei amerikanischen Trusts unter den Gegebenheiten, die ich vorhin beschrieben habe. Das heißt, wir haben jemanden, der in den USA wohnt, der in die USA umgezogen ist und der jetzt seinen Nachlass
wie das in den USA üblich ist, über einen Trust plant und dann auch noch hier deutsche Begünstigte einträgt. Also zum Beispiel dieser Erblasser in den USA hat jetzt deutsche Kinder oder hat deutsche Enkel und er bedenkt sie mit diesem Trust. Er meint es natürlich wahnsinnig gut. Und dann ist es schockierenderweise so, dass dann die sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung anfällt. Das heißt, die deutschen Erben müssen dann auf Einkommen, das der Trust erwirtschaftet, ohne dass sie dieses Einkommen ausgeschüttet bekommen, also sogenanntes Dry Income, bis zu 45% Steuern in Deutschland bezahlen von Geld, das sie gar nicht bekommen haben. Komplett abartig. Also als Beispiel stellen wir uns einmal vor, dieser amerikanische Trust investiert jetzt in ein amerikanisches Aktiendepot und er erwirtschaftet dort Veräußerungserlöse aus Aktien, sagen wir einmal von 100.000 Euro. Sagen wir mal, es gibt dann 2 deutsche Begünstigte, 2 deutsche Kinder, die haben diese 100.000 Euro nicht bekommen. Die liegen nach wie vor bei dem Trust, aber dann müssen die Kinder darauf dann in Deutschland Einkommensteuer bezahlen. Nicht Abgeltungssteuer, Einkommensteuer. Wenn dann der Trustvermögen ausschüttet, dann müssen die Kinder tatsächlich nochmals Steuern bezahlen, möglicherweise Erbschaftssteuer oder auch die Abgeltungssteuer, sodass man dann insgesamt sehr schnell von einer Besteuerung von 70% ausgehen kann. Perverserweise haben die deutschen Finanzgerichte entschieden, dass diese doppelte Besteuerung tatsächlich gewollt ist. Der deutsche Staat will das machen, denn er will Begünstigte solcher Strukturen abstrafen. Hier läuft übrigens ein Gerichtsverfahren dazu in Deutschland und vielleicht ändert sich das in Zukunft, aber bisher sind das die entsprechenden Regelungen. Und wie gesagt, mit dem Gleichen müsste man jetzt rechnen, wenn man einen Trust zum Beispiel auf einer der britischen Offshore-Inseln Jersey, Guernsey oder auch auf der Isle of Man gründet, dann wären im Prinzip die üblichen Bedingungen gegeben. Das ist eben immer dann der Fall, wenn es sich um ein Nicht-EU-Land oder EWR-Land handelt. Liechtenstein ist ja im EWR, beziehungsweise wenn es eben keinen Informationsaustausch zu Steuerinformationen gibt, was es ja in dem Umfang mit den USA nicht gibt. Also daher nochmal, man sollte auf jeden Fall von einem Trust Abstand nehmen, wenn man selbst in Deutschland wohnt, wenn die Begünstigten in Deutschland wohnen und möglicherweise auch in anderen westeuropäischen Ländern leben oder in Ländern leben, wo man das Ganze nicht steuerlich sinnvoll gestalten kann. Wenn du nun aber aus Deutschland wegziehst, dann ändert sich das natürlich relativ schlagartig. Aber Vorsicht! Das ändert sich natürlich nicht vollständig. Denn wenn du unserem Kanal hier folgst, dann weißt du ja, dass du auch nach dem Wegzug aus Deutschland wenigstens als deutscher Staatsbürger noch 5 oder sogar 10 Jahre unter die deutsche Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer fällst. Und das sowohl als Erblasser als auch der Erbe eines solchen Vermögens. Das heißt also, die erbschafts- und die schenkungssteuerlich relevanten Aspekte, die ich gerade eben genannt habe, die sind dann möglicherweise dennoch relevant, aber zumindest solche Dinge wie die Hinzurechnungsbesteuerung, dass du also dort auf das sogenannte Dry Income dann Steuern bezahlen musst. Das heißt, auf die Gewinne des Trusts, die dieser gar nicht ausgeschüttet hat, das wäre dann eben nicht gegeben. Und da könnte der Trust dann natürlich interessant sein, vor allen Dingen, wenn ein primäres Interesse darin besteht, den Trust zu gründen, um dein Vermögen zu schützen, beziehungsweise den Besitz deines Vermögens zu verschleiern. Denn wie gesagt, wenn das ein amerikanischer Trust ist, gibt es keinen automatischen Informationsaustausch, da gibt es dann auch kein Transparenzregister. Das heißt, wem eigentlich dieses Trustvermögen wirklich gehört, wer dahinter steht, da kann dann eigentlich niemand von draußen heraufschauen. Du hast es ja vielleicht mitbekommen, es sollte ja unter der Biden-Regierung ein Transparenzregister in den USA eingeführt werden, ähnlich wie man so etwas auch in Deutschland und in Europa kannte. Tatsächlich wurde es auch eingeführt, aber im Grunde genommen ist es nie scharf geschaltet worden. Die Trump-Regierung hat das Ganze dann wieder sehr schnell hier beendet. Aber selbst in dieser Gesetzgebung zum Transparenzregister, was eigentlich hätte in Kraft treten sollen, waren Trusts nicht davon erfasst. Und warum ist das so? Nun, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass ein Trust keine Gesellschaft ist. Ein Trust ist keine Körperschaft. Ein Trust ist im Grunde genommen ein Vertrag. Wir haben übrigens im deutschen Recht durchaus vergleichbare Strukturen, nämlich zum Beispiel die sogenannte Deutsche Treuhandstiftung. Diese Treuhandstiftung ist eine sogenannte unselbstständige Stiftung. Anders als die Familienstiftung ist sie nicht ins Handelsregister eingetragen. Hier wird ein Treuhänder bestellt und dann geht tatsächlich das Vermögen an diesen Treuhänder über. Und das ist im Grunde genommen schon etwas, was eigentlich dem
amerikanischen Trust sehr ähnlich ist. Dann kennt man in Deutschland ja zum Beispiel auch den Testamentsvollstrecker. Auch das ist letztlich eine Gestaltung, die dem Trust sehr ähnlich ist. Ein Testamentsvollstrecker wird ja immer dann bestellt, wenn der Erblasser Sorge hat, dass sich seine Erben nicht einigen. Was dann passiert im Erbschaftsfall ist, dass das Vermögen tatsächlich an den Testamentsvollstrecker übergeht. Das Vermögen ist dann beim Testamentsvollstrecker und es geht tatsächlich in seinen Besitz über. Das heißt, das Geld, das auf den Konten des Erblassers ist zum Beispiel, geht dann an den Testamentsvollstrecker über. Er ist dann tatsächlich rechtlicher Eigentümer des Geldes. Er darf dann damit frei wirtschaften, eben natürlich im Sinne des Erblassers. Du kannst dir vorstellen natürlich, dass das den meisten Erben überhaupt nicht gefällt, weil der Testamentsvollstrecker hat eigentlich relativ viel Spielraum dann zu entscheiden, im Sinne des Erblassers natürlich, wie das Vermögen zu verwalten ist. Im Grunde kann ein Trust auch so ähnlich gestrickt sein. Aber jetzt haben wir ja schon zwei verschiedene Rechtskonzepte aus dem deutschen Raum besprochen, nämlich einmal die unselbstständige Stiftung und einmal den Testamentsvollstrecker. Das sind natürlich aus deutscher Sicht rechtlich gesehen völlig unterschiedliche Gebilde, völlig unterschiedliche Rechtsformen und Institutionen und natürlich auch gesetzliche Regelungen. Aber im amerikanischen, im angelsächsischen Raum sind das eben alles Spielweisen der Trust-Gesetzgebung. Du kannst also schon sehen, dass ein Trust unheimlich flexibel ist. Und ich muss eben für den Trust keine Firma gründen. Ein Trust ist eben keine Körperschaft, ist eben keine juristische Person. Ein Trust ist eine Vereinbarung zwischen einem Treugeber, einem Treuhänder und eben dann einem Begünstigten. Ursprünglich kommt der Trust aus dem Mittelalter, nämlich aus der Zeit der Kreuzfahrer. Als die Kreuzfahrer ins Heilige Land aufgebrochen sind, wussten sie ja nicht, wann sie wieder zurückkommen. 5 Jahre, 10 Jahre, nie wieder. Das heißt, sie haben dann ihr Vermögen, diese reichen Ritter, als sie Europa verlassen haben, als sie England in diesem Fall verlassen haben, an einen Treuhänder, einen Anwalt, einen Freund zum Beispiel übergeben und ihm gesagt, bitte verwalte mein Vermögen im Sinne meiner Familie, im Sinne der Begünstigten und sollte ich nie wieder zurückkehren, dann stelle sicher, dass die eben entsprechend das Vermögen bekommen. Das ist eigentlich die Idee, die hinter dem Trust steht. Da wurde keine Stiftung gegründet, da wurde kein Unternehmen gegründet. Das ist ein Vertrag, den zwei Seiten eingehen zugunsten eines Dritten. Also hier sehen wir schon das Konzept im Grunde genommen der Treuhandstiftung realisiert. Jetzt gibt es aber eben hier sehr viele Varianten. Du könntest zum Beispiel jetzt als Vermögender sagen, der in den USA lebt, ich möchte gerne einen Trust etablieren und mein Vermögen in diesen Trust hineingeben. Als Verwalter dieses Trustes, wie gesagt, könntest du einen Anwalt bestimmen, aber auch deine Ehefrau oder auch deine Kinder oder irgendjemand anders. Das muss jetzt nicht ein professioneller Stiftungsverwalter sein. Du kannst dir in dieser Vereinbarung hier weitreichende Rechte einräumen. Du kannst sagen zum Beispiel, dass du selbst Verwalter des Vermögens bist. Du kannst dir einräumen, dass du selbst entscheiden kannst, was mit dem Vermögen passiert. Du kannst sogar sagen, dass du jederzeit Vermögen in den Trust oder aus dem Trust wieder rausnehmen kannst und den ganzen Trust auch jederzeit wieder widerrufen kannst. Selbst wenn du das machst, ist dein Vermögen komplett geschützt in den USA oder eben in den anderen angelsächsischen Ländern, wo der Trust ja sehr etabliert ist. Das heißt, weder kommt zum Beispiel eine eifersüchtige Ex, noch kommt zum Beispiel Gläubiger an dieses Vermögen heran. Immer unter der Voraussetzung, dass das rechtlich genau strukturiert ist. Es geht aber noch besser. Wir bieten jetzt zum Beispiel einen Asset Protection Trust in Wyoming an, den dann unsere amerikanischen Anwälte für dich ausarbeiten. Hier bist du gar nicht auf eine dritte Person angewiesen. In Wyoming darf man nämlich eine sogenannte Private Trust Company gründen. Das ist dann eine stinknormale LLC und du bist Manager dieser LLC. Das heißt, diese Private Trust Company, die ist dann übrigens auch beim Bundesstaat registriert und hat eine Genehmigung, diese Tätigkeit auszuführen. Das erledigen wir natürlich alles für dich. Diese Private Trust Company kann dann dein Vermögen verwalten und du bist eben Manager dieser LLC und kannst damit schalten und walten. Du brauchst gar keine dritte Person dafür. Du kannst natürlich auch deine Ehefrau da als weiteren Manager einsetzen, deine Kinder, Vertrauensperson oder wen auch immer. Aber du brauchst keinen Anwalt, du brauchst keinen Stiftungsrat, du brauchst nicht irgendjemand Drittes, der hier dann dir reinpfuscht. Und wie funktioniert das Ganze dann? Tatsächlich funktioniert das Ganze sehr ähnlich wie beim Testamentsvollstrecker, den wir ja im deutschen Recht kennen. Das heißt, dein Vermögen geht rechtlich an diese Private Trust Company über, also an die LLC in Wyoming,
die du selbst verwaltest. Also mal angenommen, du hast jetzt ein Aktiendepot oder du hast jetzt Barvermögen, das möchtest du an den Trust übertragen, dann wird letztlich rechtlich die LLC Eigentümer dieses Vermögens, dieses Depots oder dieses Kontos, und in der Trust-Vereinbarung wird natürlich dann definiert, wer die Beneficiaries dieses Trusts sind, also wer die Begünstigten sein sollen. Das kann dein Ehepartner sein, das kann deine Kinder sein, das kann irgendjemand anders sein, das kannst auch du selbst sein. Ja, wer aber genau der Begünstigte ist, das muss ja nirgendwo veröffentlicht werden. Es gibt ja kein Transparenzregister und es gibt eben auch kein OECD-CAS. Das heißt, auch die Banken in den USA wissen überhaupt nicht, wer jetzt dort der Begünstigte ist. Dort tauchst einfach du auf. Du bist ja der Manager dieser LLC. Was dann die LLC genau macht, ob die in einen Trust involviert ist oder nicht, das weiß im Grunde genommen niemand. Und so kannst du schon sehen, dass du damit natürlich ein sehr flexibles Vehikel hast dann zur Vermögensverwaltung, und das ist natürlich hundertprozentig dann auch rechtssicher. Das heißt, wie gesagt, auch im Falle von Scheidung, auch im Falle, dass du von deinen Gläubigern verfolgt werden solltest, ist das Vermögen dann natürlich tatsächlich in diesem Trust sicher. Selbstverständlich gibt es da Regeln zu beachten. Also wenn du jetzt natürlich hier schon von der Insolvenz bedroht bist oder deine Frau hat schon die Scheidung eingereicht, dann bringt es natürlich nichts, das jetzt alles noch an einen Trust zu übertragen, ist ja völlig klar. Ja, da muss man Wartezeiten einhalten, wie auch bei der Stiftung in Liechtenstein. Das ist natürlich klar. Also das heißt, jetzt hier Vermögen zu verschieben, wenn es schon ganz heiß ist, wenn es schon 5 vor 12 ist, das funktioniert natürlich absolut überhaupt nicht. Ist ja völlig klar. Vorhin hatte ich ja das Thema Immobilien angesprochen. Wenn du jetzt eine Immobilie zum Beispiel in Deutschland an den Trust übertragen würdest, dann muss natürlich das Thema Schenkungssteuer zunächst mal berücksichtigen. Ist ja völlig klar. Da kommst du nie aus der Schenkungssteuer heraus, weil du wirst immer beschränkt für in Deutschland belegenes Vermögen schenkungssteuerpflichtig bleiben. Ja, auch wenn du außerhalb der 5-Jahres- oder 10-Jahrespflicht bist. Auf in Deutschland belegenes Vermögen wirst du immer wenigstens beschränkt schenkungssteuerpflichtig bleiben. Das ist mal das eine Thema. Das könnte man jetzt natürlich über ein Darlehen lösen, ja, möglicherweise. Das heißt, du gibst dem Trust ein Darlehen und der Trust kauft dir dann mit dem Darlehen letztlich die Immobilie ab. Wenn die Immobilie dir schon länger gehört als 10 Jahre, dann ist ja die Veräußerung dann sowieso steuerfrei. Grunderwerbsteuer müsstest du dann nochmal bezahlen. Aber es gibt dann natürlich in Deutschland ein Transparenzregister und da musst du eben beim Kauf von Immobilien die ausländischen Begünstigten dann eintragen. Das heißt, Anonymität wäre dann jetzt im Falle von deutschen Immobilien natürlich nicht gegeben und diese Transparenzregister im Falle von Immobilien sind natürlich in vielen Ländern bereits etabliert. Ja? Also daher müsste man dann genau prüfen, wie wichtig der Anonymität zum Beispiel ist, weil im Punkt der Anonymität wäre das natürlich dann nicht unbedingt ein Schutz, den ein solcher Trust bieten würde. Ein weiterer großer Vorteil, den ein Trust bietet, ist, dass du natürlich keine Pflichtteilsregelung zu beachten hast. Hier geht es um Erbschaftsrecht und wenn dann dein Vermögen sich in einem Trust befindet, dann müssten also deine Erben letztlich, die du jetzt hier bei einer Pflichtteilregelung nicht bedenken willst, dann in den USA klagen, was natürlich aussichtslos ist, zumindest wenn du in einem Bundesstaat bist, in dem es keine Pflichtteilregelung gibt und da gibt es natürlich auch in den USA entsprechende Bundesstaaten, also das muss man natürlich auch dann diesbezüglich wieder beachten. Man kann mit dem Trust noch andere schöne Dinge gestalten. Man könnte zum Beispiel sagen, naja, ich möchte gerne mein Vermögen an meinen Sohn hier vermachen, aber seine Frau, mit der komme ich überhaupt nicht aus und ich möchte auf keinen Fall, dass ihr das Vermögen zugutekommt, wenn sie sich zum Beispiel scheiden lassen oder er dann verstirbt. Solche Regelungen lassen sich über einen Trust etablieren. Du siehst also schon, der Trust ist dort extrem flexibel. Er lässt sich auch jederzeit umwidmen. Man kann jederzeit die Bedingungen ändern. Wie gesagt, das kannst du alles machen, ohne dass du jetzt hier einen Stiftungsrat mit einbeziehen musst. Es wäre natürlich sinnvoll, dann einen Anwalt hier mit einzubeziehen, der dann die ganzen Änderungen für dich auf rechtlich konforme Weise dokumentiert. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du hier darauf angewiesen bist, dass du Bittsteller bist und letztlich davon abhängig bist, dass ein solcher professioneller Stiftungsverwalter, Stiftungsrat, wie zum Beispiel in Liechtenstein, das Ganze für dich implementiert. Wie du also schon sehen kannst, der Trust kann für dich viele Vorteile haben, zumindest dann, wenn du ausgewandert bist, wenn du nicht mehr in Deutschland lebst und natürlich auch deine Erben nicht mehr in Deutschland leben, beziehungsweise wenn du den Trust eigentlich gar nicht gründest vor dem Hintergrund, dass du hier Nachlassplanung betreiben willst, sondern eben vielleicht primär zum Beispiel, um dein Vermögen zu schützen im Falle von Scheidung oder auch zum Gläubigerschutz natürlich. Und dann natürlich die ganzen anderen Themen,
vor denen man ja heute auch sich in Acht nehmen muss. Möglicherweise eine Vermögensteuer, die kommt, eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, EU-Bankkontenregister, also all diese Dinge, die möglicherweise auf uns zukommen werden oder auch schon so entschieden und verabschiedet sind. Nur ist es eben extrem wichtig, dass du das Ganze korrekt aufsetzt, weil ansonsten bringt dir das tatsächlich nichts. Ja, also ich würde dir fast dazu raten, dass dein Immobilienvermögen in Deutschland dann auflöst und dann anderweitig investierst und diversifizierst. Edelmetalle, Krypto, Depots und so weiter sind natürlich alles weniger ein Problem. Das kannst du ja aus Deutschland relativ einfach wegbewegen. Aber gerade in Immobilien ist natürlich viel Kapital gebunden, auch gerade von Deutschen und Österreichern. Das heißt, da ist das Ganze natürlich ziemlich schwierig. Und natürlich in Österreich gibt es auch keine Schenkung und Erbschaftssteuer, aber wenn eben ins Ausland verschenkt oder geerbt wird, dann bist du auch in Österreich davon betroffen, ganz davon abgesehen, dass dort ja auch wieder die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer möglicherweise eingeführt werden soll. Also, wenn dich das Thema Trust interessiert, dann schau dir gerne unsere Webseite dazu an. Du kannst den Trust hier direkt online bei uns bestellen. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Oder wenn du im Vorfeld eine Beratung buchen möchtest, dann ist das natürlich ebenfalls möglich. Infos zur Beratung packe ich ebenfalls hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu beschäftigen. Ich selbst habe Deutschland, habe die EU vor 25 Jahren verlassen. Ich habe es nie bereut. Du solltest es dir auch sehr gut überlegen, ob das für dich nicht der richtige Schritt ist. Wir unterstützen dich dabei. Steuerliche Optimierung, Wohnsitzverlagerung ins Ausland, Vermögensschutz, Plan B, zweite Staatsangehörigkeiten, Aufenthaltsgenehmigungen. Das alles kannst du mit uns umsetzen. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.